Revolution der Bergpredigt. Well, das ist der 5. Sonntag, dass wir der Bergpredigt miteinander anschauen. Und mit Gottes Hilfe, nächste Woche, wir werden dann diese ganzen Thema zum Abschluss bringen. Und ich habe jeden Sonntag eine halbe Kapitel gewidmet. Zuerst Kapitel 5. Die erste Hälfte, dann der zweite Sonntag, die zweite Hälfte von Kapitel 5. Und wir haben so vieles gelernt, wir haben so vieles gehört. Ich kann euch nur empfehlen, geh auf die Website, hör nochmal, was wir bisher studiert haben, weil heute Morgen, wir steigen gleich ein in Kapitel 7. Wir haben Kapitel 6 beendet mit Lass Gott und seine Gerechtigkeit an erster Stelle sein und alles, was wir brauchen für ein erfülltes Leben, wird Gott uns schenken. Das ist seine Verheißung. Und dann fängt er gleich an in Kapitel 7 mit unseren zwischenmenschlichen Beziehungen direkt anzusprechen. Weil, lass mich im Vorfeld sagen, du kannst wirklich keine Beziehung mit Gott aufbauen, wenn es nicht einen Ausdruck findet in deinen zwischenmenschlichen Beziehungen. Es ist nicht nur eine intellektuelle Sache, ich habe etwas in der Bibel gelesen und ich habe meine Gedanken gekitzelt und das war's. No, das Ganze in der Bibel hat nur einen Zweck, dass wir das ausleben dürfen, was wir beginnen zu verinnerlichen, was Gott uns geben möchte, was Gott zu uns sagen möchte. Es dreht sich um ein verändertes Leben. Und so Christentum kann nur ausgelebt werden in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen. Deswegen ist das höchste Gebot, Gott zu lieben, mit alles, was wir haben und sind, aber auch unseren Nächsten zu lieben, wie wir uns selber lieben. Das in sich ist schon ein Thema für sich. Einige müssen beginnen zu lernen, sich selber zu lieben, ja. Aber das ist auch nicht das Endzweck, dich selber zu lieben. Nein, dich selber zu lieben, damit du fähig bist, anderen Menschen zu lieben. Und manchmal in diesen zwischenmenschlichen Beziehungen, es kann heikel werden. Habt ihr das gemerkt? Ich habe festgestellt, nicht jeder Mensch tickt, wie ich ticke. Allermeist meine Frau. Sie tickt völlig anders, als ich ticke. Und ich umgekehrt. Auch in der Gemeinde. Wir haben so viele unterschiedliche Menschen mit so vielen unterschiedlichen Erfahrungen. Und doch mit Gottes Hilfe, wir können einen ehrlichen, offenen, transparenten Beziehung zueinander erleben. Und dadurch kann Gott wirken. Na, es gibt ein riesiges Problem und Jesus spricht das direkt an. Wir vergessen manchmal, dass wir nur menschlich sind. Du bist nicht das A und O von allem. Habt ihr das gemerkt? Du bist nicht das Maß aller Dinge. Und wir haben eine natürliche Tendenz, alles nach unser Erlebnis, nach unserer Erfahrung zu messen. Sogar jeder Mensch. Und wir fangen an in Vers 1 in Kapitel 7 mit dieser Aussage, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Na, das ist eine Lebensregel. Ich möchte nicht gerichtet sein. Und es dreht sich nicht nur um Gottes Gericht, das hat auch zu tun mit meinem Umgang mit anderen Menschen, weil andere Menschen werden beginnen, mich zu richten, wenn ich beginne, der Richter zu sein über andere Menschen. Sieh, was du gibst, kommt zurück im Leben. Positiv oder negativ. Amen. Denn mit welchem Gericht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit welchem Maß ihr messet, wird euch gemessen werden. Ich werde viel lieber mit einer Menge Gnade an den Menschen begegnen, damit ich auch eine Menge Gnade empfange. Warum? Ich brauche es. Sieh, wir entscheiden, was wir ernten im Leben. Nicht nur mit Geld, nicht nur mit Taten, sondern auch in Beziehungen. Wir werden zurückbekommen, was wir gesät haben in anderen. Ich wünschte mir, ich könnte Freunde haben. Hey, ich sage euch ganz ehrlich, die Bibel sagt, sei freundlich und du wirst Freunde haben. Warte nicht, bis alle Leute auf dich zukommen. Geh auf Menschen zu. Aber es ist so wichtig, dass wir lernen, Menschen in Gnade zu begegnen.
Weil das wird den Rahmenbedingungen schaffen, wie Menschen uns und wie Jesus uns begegnet. Wie du richtest, wird auch den Maßlatte sein, wird auch den Ausschlaggebende sein, wie du gerichtet werdest. So, wenn du in Gnade lebst und anderen Menschen gnädig und gnadenvoll empfängst, du hast eine gute Vorbereitung für deine eigene Zukunft gemacht, weil irgendwann brauchst du Gnade. Vers 2. Was siehst du aber, den Splitter in deines Bruders Auge und wirst nicht gewahr, das Balkens in deinem Auge? Ja, vielleicht hat jemand eine kleine Sache im Leben und du merkst nicht, weil du bist so beschäftigt am Richten, dass du selber nicht nur einen kleinen Splitter, du hast einen riesigen Balken. Und du bist blind zu deinem Balken. Diese Selbstblindheit, dieses blinde Winkel, für diejenigen, die einen Führerschein haben, habt ihr je erlebt, wo du plötzlich ein Auto übersehen hast, weil es war in den blinden Winkel? Ich habe gelernt als junger Bursche, nicht nur den Spiegel zu vertrauen, aber dreht sie kurz sehen, ob wirklich kein Auto da ist, links oder rechts. Nicht so lange, weil es auch gefährlich, aber nur kurz. Weil es gibt im Leben einen toten Winkel. Für diejenigen, die mein Wort der Ermutigung bekommen haben, ich habe ein bisschen über toten Winkel gesprochen. Verborgenen Gefahren. Gott beschützt uns von solches. Aber wir müssen aufmerksam sein. Und so, vielleicht siehst du etwas, und wir werden gleich dorthin kommen, vielleicht siehst du etwas, aber einen Moment. Hast du dich selber wirklich angeschaut? Bevor du plapperst, bevor du deinen Besserwisser-Rat weitergibst, hast du selber in den Spiegel geschaut? Keine Antwort, ich wollte nur die Frage stellen, damit ihr nachdenklich sein dürften. Oder wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen und siehe, der Balken ist in deinem Auge. Du Heuchler, das heißt, du sagst eines, aber tust etwas anderes. Heuchler ist nicht ein Schimpfwort, ist nur eine Beschreibung. Du sagst etwas, aber du tust etwas anderes. Du Heuchler, ziehe zuerst den Balken aus deinem Auge und dann ziehe zu, wie du den Splitter aus deines Bruders Auge zuhast. Wichtiger Punkt hier. Er hat nicht gesagt, wir sollten nie miteinander solche Dinge ansprechen. Es ist wichtig, dass du zuerst ganz im Klaren bist, wo stehe ich. Ich gebe euch eine andere Stelle, damit wir das besser verstehen können. Galaterbrief, Kapitel 6. Paulus hat das angesprochen, wie wir einander helfen sollen. Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wurde, so helfet ihr, die ihr geistlich seid, oder das Wort hier bedeutet reif, die ihr reif seid, einem solchen im Geiste der Sanftmut wieder zurecht. Sanftmut, nicht von oben herab, nicht Besserwisser, nicht ich habe das so lange überwunden, was ist dein Problem? Einstellung. Mit Sanftmut. Sanftmut heißt belehrbar. Sanftmut heißt, Gott kann dich bewegen. Beweglich, nicht gesetzlich. Wie oft werden Christen begegnet mit gesetzlicher Ratgeber, die sagen dir, wie du das tust und sagst und machst und was weiß ich alles. Und die haben Kapitel und Vers. Ja, es gibt eine Menge in Kapitel und Vers. Mit Sanftmut, schau das an. Und ziehe dabei auf dich selbst. Siehst du dasselbe aus der Bergpredigt. Schau zuerst auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest, traget einer des anderen Lasten. Und so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Auf Englisch es heißt, vergesse nicht, du könntest genau dasselbe Fehler machen. Statt nur in Sanftmut. Es heißt, vergesse nicht, du könntest dasselbe machen.
Sieh, wenn du glaubst, dass du so geistlich reif bist, dass du könntest nie etwas tun, das ist dein erster großer Fehler. Ist nur eine Frage der Zeit. Und wirst du genau in eine Falle hineintappen. So, was lernen wir daraus? Ist das falsch, jemandem zu helfen, mit jemandem zu sprechen, über was vielleicht offensichtlich ist? Nein, aber geh ganz sanft, weil der Boden ist gefährlich hier. Der Boden ist nicht so einfach hier zu betreten. Du musst zuerst dein eigenes Herz überprüfen, ganz ehrlich, nicht oberflächlich, ganz ehrlich, wo bin ich? Du musst auch wissen, keiner ist unfehlbar außer Jesus. Und du musst deine eigenen Absichten, warum möchte ich dieser Mensch irgendetwas sagen? Ist das, damit ich besser aussehe? Geistlich aussehe? Oder möchte ich wirklich in Liebe meine Geschwister helfen? Na, es gibt einen anderen Aspekt hier, und wir werden gleich dorthin kommen. Weil der nächste Satz hat zu tun mit das, was ich alles gerade gesagt habe. Vers 6, Matthäus 7. Gebet das Heilige nicht den Hunden und werfet eure Perlen nicht vor den Schweinen, damit sie denselben nicht mit ihren Füßen zertreten und sich umwenden und euch zerreißen. Oder wie es heißt in der Hoffnung für alle, und euch auch hinterher auch noch angreifen. Na warum hat Jesus das gesagt? Es gibt Menschen, die du nicht helfen kannst. Du kannst nur jemandem helfen, der wirklich Helfer haben möchte. Und Jesus warnte uns. Er sagte nochmal, gebt nicht das Heilige, nicht den Hunden. Na, was ist das Heilige? Ich kann euch jetzt sagen, Gottes Wort. Das Heilige ist Gottes Wort. Und wenn jemand nicht bereit ist, Gottes Wort wirklich anzunehmen, das ist Zeitverschwendung. Du nimmst das Heilige und du verschwindest das. Das Einzige, was ein Mensch hilft, ist das Wort. Deswegen 99% von deiner Hilfe kommt durch die Verkündigung, wenn die Verkündigung aus Gottes Wort und durch Gottes Geist geleitet ist. Jesus wurde gesalbt, um Freiheit für die Gebundenen zu verkündigen. Nicht nur mit der Handauflegung und Dämonen austreiben. Das sind die Ausnahmesituationen. Der Hauptweg, wie wir befreit sein können, ist durch das Wort. Aber das Wort musst empfangen. Und du kannst das Wort empfangen, wenn immer es verkündigt wird. Das ist deine Entscheidung. Es braucht nicht immer ständige Gespräche. Du musst nur Grundsatzentscheidungen treffen. Nehme ich Gott beim Wort oder schmeiße ich das weg? Gehe ich nach meiner eigenen Urteil oder meiner eigenen Überlegung oder nehme ich Gott beim Wort? Und sage, Gott, gib mir Gnade, helf mir. Now, in dieser gib mir Gnade und helf mir, manchmal brauchst du ein Gespräch. Weil das zu sehen und das umzusetzen in unser Alltag ist manchmal herausfordernd, gebe ich zu. Aber wenn wir bereit sind, unser Leben Jesus zur Verfügung zu stellen, werden zu tun haben mit anderen Menschen. Und es gibt Menschen, die Helfer brauchen. Und dann brauchen wir etwas Dringendes, Großartiges, Wichtiges. Das nennt man Weisheit. Erstens, ich kann nicht alle Menschen helfen. Ich gebe euch ein bisschen Weisheit hier, pastorale Weisheit. Ich kann nicht alle Menschen helfen. Warum? Gott kann nicht alle Menschen helfen. Wisst ihr, dass Menschen können außerhalb von Gottes Helfer leben, weil sie das ablehnen? So, wenn Gott nicht alle Menschen helfen können, das ist ein bisschen überheblich zu denken, ich könnte alle Menschen helfen. Zweitens, ein Mensch muss bereit sein, Helfer zu empfangen. Nicht nur muss ich sanftmütig sein in meinem Herz, wenn ich mir jemand diene. Der Mensch, der gedient wird, braucht auch Sanftmut, belehrbar zu sein. Oh. Und in das Helferprozess nicht richten. Sonst werde ich gerichtet sein. Darf ich euch einen anderen Schriftsteller geben?
Petrus hilft uns, das hier besser zu verstehen. Er benutzt genau dasselbe Beispiel, Hunde und Schweine. Ich nenne niemanden einen Hund und ich nenne niemanden einen Schwein. Jesus tut das, okay? So, wenn es beleidigend ist, rede mit ihm. 2. Petrus 2,22. Erkennt sicher das Sprichwort, der Hund frisst noch einmal, was er eben herausgewurgt hat. Oder das andere, auch ein gewaschenes Schwein wälzt sich wieder in Dreck. Na, was heißt das? Jeder Mensch hat die Tendenz, nochmal in die alten Gewohnheiten zurückzugehen. Es braucht eine Grundsatzentscheidung und Gnade und Gottes Kraft, einen alten Muster zu brechen. Und bis du bereit bist, einen alten Muster in dein Leben zu brechen, kann Gott dir nicht helfen. Er gibt dir alle Gnade, er gibt dir alle Kraft, aber die Grundsatzentscheidung kannst du nur alleine treffen. Wow, es ist eine ziemlich komplexe Sache, miteinander umzugehen, gebe ich zu. Kriegen wir das immer richtig? Leider nicht. Aber wir bemühen uns. Und ich glaube, dieses Prinzip, was Jesus uns gab als Revolution, das ist nicht, und vergesse nicht, was wir vor Monaten gesagt haben. Zu wem redet Jesus? Zu Juden, die vertraut waren mit dem Gesetz. Sie, bis hier, ihre mitmenschliche Beziehung war gesetzlich. Du weißt, was das Gesetz sagt? Tu es. Und Jesus nimmt dieses kleinkarierte, ich bin der Richter von allem Denkweise weg. Und er sagte, du musst Gottes Gnade anschauen. Du musst das Geistesgesetz erkennen. Du musst das Absichten des Herzens anschauen. Und wenn ihr mit anderen Menschen zu tun habt, und er muss aus Gottes Kinder, dann muss er wissen, zuerst er könnte auch einen Fehltritt machen. Bewahre dein Herz, richte dein eigenes Herz, schau den Bauch an in deinen eigenen Augen und wisse, du kannst nicht jeder Hund und jeder Schwein helfen. Petrus sagt es, Jesus sagt es. So, du musst wirklich beten, bevor du auf jemanden zugehst und sagst, ich weiß, was das Problem ist. Wait a minute, komm runter ein bisschen. Nimm ein bisschen mehr Zeit im Gebet. Beginne zuerst jemands Vertrauen zu gewinnen, damit du den Mensch besser kennenlernen kannst, weil du musst unterscheiden, habe ich einen Heiliger vor mir oder ein Schwein oder einen Hund? Weil die Schweine und Hunde werden mich fressen. Das hat er gesagt. Sie werden mich angreifen. Ich habe eine Neuigkeit für dich. Du hast noch so viel Zeit in deinem Leben. Du kannst deine ganze Zeit vergolden, deine ganze Zeit verschwinden mit Menschen, die keine Hilfe wirklich haben möchten. Oder du kannst wirklich deine Zeit in Menschen investieren, die genauso wie du Gott kennenlernen möchtest. Ich liebe alle Menschen. Wir lieben jeder Einzelne. Und ich sage euch, oh Gott, helf mir. Deswegen ermutige euch, bringt deine Freunde oder deine Verwandten in den Gottesdienst. Weil hier werden sie Gottes Wort hören. Da ist die Antwort. Da wird man beginnen zu sehen, bin ich bereit, einen Bruch mit meinem altes Leben und neues Leben auszuleben? Oder werde ich festhalten an meinen alten eigenen Wege, an meinen alten Wege? Für jeder, der Gnade haben möchte, ist Gnade mehr als genügend da. Aber der Mensch muss sich willig sein, sie müssen bereit sein. Und wir, ich rede jetzt zu uns, die sagen, wir sind bekennende Christen, wir müssen wirklich weise handeln. Ja, wir müssen einander helfen, aber bitte schau dein eigenes Herz an, schau deinen Bauch an. Mach sicher, dass du auch nicht dasselbe machen könntest und nie von oben herab, wirklich aus Liebe, weil du den Mensch gern hast und helfen möchtest. Und wisset, nicht jeder Mensch möchte wirklich einen Bruch machen mit alten Gewohnheiten. Und du musst unterscheiden. Jesus hat uns gewarnt. Petrus hat dasselbe gesagt. Und nur Gottes Gnade befähigt uns,
alte Gewohnheiten zu brechen. Willkommen in der Gemeinde mit unvollkommenen Menschen. So ist das. Now, schauen wir das nächste an. Das ist so gut. Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn jeder, sagt jeder. Na, wer fühlt sich ausgeschlossen von jeder? Du bist es nicht. Du gehörst zu ein jeder. Jeder, der bittet, empfängt. Wer sucht, der findet. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Oder ist unter euch ein Mensch, der, wenn sein Sohn ihn um Brot bittet, ihm einen Stein gebe? Oder wenn er um einen Fisch bittet, er ihm einen Schlange gebe? Wenn nun ihr, die ihr arg oder natürlich oder fehlhaft seid, eure Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten? Now, hier ist der Schlüssel hier. Diese ganze Passage ist in ein fortwährendes Form geschrieben. Es heißt nicht, bitte einmal, fragt noch einmal, suche noch. No, bitte und bitte und bitte und suche und suche und suche und klopfe an und klopfe an und klopfe an. Meistens, wir geben zu schnell auf. Es hat nicht geklappt, ich habe mindestens eine Stunde gewartet. Wo ist die Antwort? Nein, du musst bissig sein. Du musst dranbleiben. Du musst dran klopfen. Du musst weiter suchen. Du musst ständig im Gebet bleiben. Bittet und bittet und bittet. Nicht aufgebend. Und wirst du dann erleben, dass jeder, der bittet, empfängt. Und jeder, der anklopft, die Tür wird aufgetan. Und jeder, der sucht, wird schließlich finden. Sei nicht so simpelig. Sei bissig mit deinem Vertrauen in Gott. Geh nach Gott, jag ihm nach. Gott, ich ärgere dich heute, weil ich lasse nicht locker. Aber du wirst ihn nicht ärgern. Jesus sagte, das ist der Lebensstil von einer, der von Gott wirklich empfängt. Er gibt nicht auf. Du sagst, Pastor, hast du je eine Enttäuschung erlebt? Oh, wir haben nicht genügend Sonntage, um das alles zu erzählen. Dinge, wo ich gebetet, gesucht und gemacht habe. Habe ich aufgegeben? No. Werde ich aufgeben? Nie und nimmer. Ich habe mich entschlossen, vor über 40 Jahren, das Kreuz vor mir, die Welt hinter mir. Ich gehe vorwärts, komme was kommen mag. Ich werde bitten, ich werde suchen, ich werde anklopfen. Und auch wenn jeder sagt, du spinnst, ich bleibe dran. Und du sollst es auch. Amen. Na, wir schließen ab mit der letzten Aussage. Alles nun, was ihr wollt. Was wollt ihr im Leben? Alles nun, was ihr wollt, dass die Leute euch tun sollen, das tut auch ihr ihnen ebenso. Denn dies ist das Gesetz und der Propheten. Wir nennen das goldene Regel. Wenn du beginnst, nach dieser Weisheit zu leben, wow. Was möchtest du von anderen Menschen erfahren? Well, gib's weiter. Er hat begonnen mit, wenn du richtest, du wirst gerichtet werden. Wenn du teilst aus, du wirst auch irgendwann das bekommen. Aber wenn du gnädig bist, wenn du ein Ermutiger bist, wenn du liebevoll bist, auch wenn es in heiklen Situationen und Wahrheiten müssen angesprochen werden, lerne vom Himmel zu hören. Ist es Zeitverschwendung oder wirklich, es lohnt sich zu investieren in diese einer, weil dieser einer möchte so gerne vorangehen. Sieh, wir haben das falsche Gedanken, wenn ich Christ bin, ich darf nie Nein sagen. Das ist eine Lüge. Das ist falsch. Oh, ich muss immer da sein für alle. No. Sieh, ich dachte das als junger Pastor, bis ich fast gestorben bin. Bis ich mich selber fast kaputt gemacht habe. Ich bin nicht der große Hirte, ich bin der Little Hirte, der kleine Hirte. Er ist der Oberhirt. Gott ist die Antwort, nicht der Pastor. Und nicht der Seelsorger.
Nicht der eine, der bereit ist zu sagen, ich helfe dir. Du bist nie und nimmer die Antwort. Gott ist die Antwort und Gott hat sich uns gezeigt durch seinem Wort. Wenn du nicht das Wort annehmen möchtest, kann Gott dir nicht helfen. Now, in Abschluss. Warum sagt Jesus das? Weil das Königreich Gottes war bereit, sichtbar zu sein unter den Menschen. Es ist schon für uns erfahrbar, weil das Reich Gottes kommt in unser Leben, wenn wir sagen, Jesus, sei du der Herr meines Lebens. Es ist schon hier. Und Jesus wusste, wenn Menschen wollen in das Reich Gottes hineinkommen, es gibt so viele Segnungen, so viele Pluspunkte. Aber es geht um Menschen und nicht nur unsere Bequemlichkeiten. Und das Gottesvolk muss lernen, wir müssen lernen, füreinander da zu sein. Und dass unsere Beziehung muss in einer ehrlichen Art und Weise auf die Wahrheit aufgebaut. Und die Wahrheit, Jesus sagte, ist Gottes Wort. Und das ist nicht immer einfach, so miteinander umzugehen. Aber wenn wir es wagen, wir werden etwas Wunderbares erleben, wo Einheit und eines Herzens ist unter Gottes Volk, da befehlt Gott sein Segen. Ich sage euch, wenn Gott befehlt etwas, du kannst es nicht aufhalten. Wenn Gott sagte, wegen die Liebe und die Einheit, was ich sehe mit dieser Gruppe von Menschen, ich befehle meinen Segen. Du kannst es nicht aufhalten. Das möchte ich für uns als Gemeinde. Das möchte ich für jede Gemeinschaft. Das möchte ich für jede Gemeinde, jede Gruppe von Christen. Der Befehlung von Gottes Segen auf sein Volk. Aber unser Umgang miteinander spielt eine entscheidende Rolle. So, du kannst nicht nur über geistliche Dinge und das Königreich Gottes reden, du musst wirklich zurückkommen mit, das Königreich Gottes besteht aus Menschen. Menschen, die fehlbar sind, Menschen, die alle abhängig sind von Gottes Gnade, aber Menschen, die von Gott geführt sind, einander zu lieben, einander zu helfen. So, was du möchtest erleben, dann gib's weiter, du bestimmst. Wie du richtest, so wirst du auch gerichtet sein. Wenn du jemandem hilfst, schau dein eigenes Herz an, überprüf dich selber und sei weise. Du musst den Schweine und Hunde voneinander trennen, mit denen, die wirklich Hilfe brauchen. Sagt Jesus, nicht der Pastor. Okay? Sie sahen eine Sendung von Gospel Life Center. Unser Gottesdienst findet sonntags um 10:15 Uhr statt. Wenn Sie weitere Informationen über unsere Aktivitäten haben möchten, sind wir erreichbar unter der Telefonnummer 089 903 8803. Oder besuchen Sie unsere Website www.glc.de. Wir wünschen Ihnen Gottes Segen. Wir beten